Heribert Lange. Ein letzter Kaffee. Kim zwischen Liebe und Mord. Roman. Kapitel 3. In Berlin. Immer wieder werde ich in Erstaunen versetzt, wenn ich bemerke, wie klein hier alles ist. Aber trautes Heim ist Goldes wert. Der Sonntag war schnell vorbei, angefüllt mit den alltäglichen Dingen wie Koffer auspacken, waschen, trocknen, ausräumen, einräumen, sortieren und derlei mehr. Der normale Wahnsinn, der einen nach dem Urlaub so erwartet. Ich wurde kurz nach 6 Uhr wach. Der Wecker sollte erst um 7 Uhr klingeln, aber ich war zu aufgeregt und deswegen schon am frühen Morgen erwacht. Duschen, anziehen, Kaffee und schon war ich mit der BVG auf dem Weg zur Arbeit. Ich öffnete die Bürotür und wurde sofort von Olga entdeckt, die laut ausrief: »Hallo Casey, du bist wieder da.« Natürlich heiße ich nicht Casey. Mein Name ist Kim Collins, abgekürzt mit KC. Aber jeder sprach dieses KC wie Casey aus, dem schlafenden Propheten. Ich ging gerade auf sie zu, grüßte sie freundlich und überreichte ihr einen kleinen Blumenstrauß, den ich auf dem Weg bereits gekauft hatte. Denn sie war die Perle des Büros. Mein Chef stand in seiner Tür, schaute mich stirnrunzelnd an und schrie mich an: »Wo bist du gewesen? Was machst du? Warum gehst du nicht ans Telefon? Ich habe dich 20 Mal angerufen und du gehst nicht ran.« Er hielt mir sein Handy entgegen, um zu beweisen, dass er mich angerufen hatte. In diesem Moment klingelte das Handy. Aus dem Lautsprecher hinter uns brüllte eine Stimme: »Ringelschwänzchen, warum rufst du mich laufend an? Du weißt doch, ich bin beim Friseur und kann nicht rangehen.« Verdutzt schaute mein Chef in die Runde, schaltete das Telefon stumm und murmelte irgendetwas ins Telefon, was keiner verstand. Unwillkürlich senkte sich mein Blick auf das Ringelschwänzchen von meinem Chef. In Wirklichkeit Eduard von Duckstein, und er hatte den Spitznamen Eddie. Er hatte ein Problem. Er war ständig verliebt, und diesmal schien es so, als würde er zurückgeliebt. Natürlich schaute er fortan durch eine rosarote Brille. Olga prustete in ihre Kaffeetasse und der Kaffee spritzte auf ihren Schreibtisch, traf einige Papiere. Sofort griff sie zur Papierbox, um mit den Tüchern den Schaden zu minimieren. Sie tupfte auf die Zettel, die auf einer Folie lagen, und plötzlich stutzte sie. Ihr Blick hielt auf einem dieser Briefe inne. Deutlich las sie dort, wo vorher nichts gestanden hatte: »Hi.« Ich war wieder zu Hause angekommen, wie sehr ich auch dieses kleine Büro vermisst hatte. Büro? Welch hochtrabender Name für die kleine 3-Zimmer-Wohnung, die unsere Kanzlei angemietet hatte. Durch die Eingangstür platzte man gleich in das erste Zimmer, das von dem gewaltigen Schreibtisch beherrscht wurde, an dem Olga residierte. Als Büro, Empfang, Telefonzentrale und Koordinationszentrale beherrscht wurde. Neben der Tür, links, stand eine Bank für die wartenden Besucher, die jedoch nur selten erschienen. In der Ecke, auf der anderen Seite, zwischen den beiden Türen, war ein kleiner Tisch mit 3 bequemen Sesseln. Dort fanden ab und an Kundengespräche statt. Die linke Tür führte in einen kleinen Flur und in die Küche. Jetzt wohl mehr Lagerraum für Drucker, Scanner und unsere Ausrüstung, die wir für unsere Arbeit benötigten. Lediglich ein kleiner Rest diente der ursprünglichen Nutzung als Küche und war dem Kochen von Tee oder Kaffee vorbehalten. Die Tür neben der Küche führte in den WC-Bereich. Die zweite Tür neben den Sesseln öffnete den Zugang zu Eddies Herrschaftsbereich. Er stand immer noch in der Tür und forderte mich nun auf, ihm in sein Büro zu folgen. Eddie, nun wieder ganz gefasst in seiner Rolle als Chef und bei der Sache, schloss nach meinem Eintreten die Tür hinter mir. Ich setzte mich an seinen Schreibtisch und wartete, bis er in seinem Sessel Platz genommen hatte. Er beugte sich verschwörerisch über den Tisch und raunte mir zu: »Wir sind wieder im Geschäft. 2 neue Aufträge seit Freitag. Und es scheint sich zu lohnen.« Unsere Kanzlei war nicht die größte und mit Sicherheit auch nicht die gefragteste Kanzlei vor Ort.
Ja, ich möchte so weit gehen, dass niemand von uns von diesen spärlichen Einnahmen wirklich leben konnte. Wir betrieben sie aus Freude an der Arbeit. Niemand hatte es wirklich nötig zu arbeiten, aber jeder hatte seine Vergangenheit. Olga war der Typ Mimi, ja genau die. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Seit frühester Kindheit war sie mit Kriminalgeschichten aufgewachsen, hatte ihre Liebe zum Detektivspiel entdeckt und lebte diese nun aus. Eddie war mit Sherlock Holmes und Dr. Watson aufgewachsen und fühlte sich zu höheren Berufen. Und ich? Ja, ich war immer James Bond. Nur mit den Frauen hatte ich es ja nicht so. Während Eddie es spannend machte und er nach seiner ersten euphorischen Eröffnung eine lange Pause einlegte, wanderte mein Blick über den Schreibtisch. Aufgeräumt wie immer. Rechts von mir der alte Globus, links das altmodische Telefon. Naja, eine Wählscheibe hatte es nicht mehr. Dafür Tasten in der Anzahl, die einem Großraumbüro zur Ehre gereicht hätten. Aschenbecher und eine Pfeife. Wer Eddie kannte, wusste, dass er nicht rauchte. Aber sein Idol Holmes tat es, und so gehörten sie zur Deko wie die unzähligen Bücher an der Wand, von denen er wohl die wenigsten gelesen hatte. Ich hatte schon länger den Verdacht, dass er sie aus dem Erbe seines Großvaters hierher überführt hatte. Blumen gab es keine, und nur ein Bild hing an der Wand, welches eigentlich kein wirkliches Bild war. Obwohl sauber gerahmt, zeigte es den Stadtplan Berlins. Eddie stand auf, wandte sich mit einem besorgten Blick zum offenen Fenster und schloss es. Schließlich ging es ja bei uns um Geheimnisse. Kapitel 4. Der erste Fall. Er setzte sich wieder und fuhr fort. 2 Fälle, Wiederholte er eindringlich. Ich überlasse dir die Wahl, welchen du übernehmen möchtest. Welcher sagt dir mehr zu? Ich schaute ihn neugierig in die Augen und sagte lange nichts. Dann entschied ich nehme den zweiten. Eddies Augen weiteten sich vor Überraschung. Doch jäh erlosch dieser Funke, und er zeigte sein grüblerisches Gesicht. Welcher ist denn der zweite Fall? Wollte er nun unvermittelt wissen. Ich lachte herzhaft auf und meinte halb ironisch, ja, wenn du es nicht weißt, wer dann? Nun erkannte der Meisterdetektiv seinen Fehler. Hatte er mir doch noch nichts über die Fälle mitgeteilt. Dies holte er nun eifrig nach. Eddie hätte auch am Wiener Burgtheater eine gute Rolle abgegeben, so wie er mich jetzt verschwörerisch ansah und berichtete: Ich werde die Fälle nach Eingang nummerieren. Der erste ist ein Fall von Ehebruch oder der Vermutung von selbigem. Was dahinter steckt, sollen wir ermitteln. Die Frau kam persönlich vorbei und hinterließ bereits einen dicken Umschlag als Vorauszahlung, muss sie wohl irgendwo im Fernsehen so gesehen haben. Üblicherweise rechnen wir ja nach Stundensatz und mit Rechnung am Ende eines Falles ab. Unmittelbar vor ihr kam ein Bote und brachte einen dicken Brief, der jetzt bei Olga auf dem Tisch liegt. Da wir diesen jedoch erst öffneten, als die Frau gegangen war, wurde er zum zweiten Fall. Du hast dich ja bereits entschieden, und so ist unser Vorgehen bestimmt. Olga wird dir deinen Fall erklären. Das war's also. Ein Ehedrama. Was für ein Drama. Kinderkram wäre wohl die bessere Umschreibung dafür. Ich gönnte Eddie seinen Fall und verließ ihn und schloss hinter mir die Tür, wortlos. Ich lächelte Olga im Vorbeigehen zu und zwinkerte ihr verschwörerisch zu. »Ich komme gleich zu dir«, sagte ich und ging durch die rechte Tür, die in mein Büro führte, um nun erst einmal meinem Aktenkoffer den Laptop zu entnehmen und auf meinen Schreibtisch zu legen. Auch um den dünnen Mantel, der mich vor der herbstlich kühlen Atmosphäre schützte, abzulegen. Denn trotz des kurzen Aufenthaltes in England war ich noch nicht wieder an diese Temperaturen gewöhnt. Vietnam ist halt immer Sommer. Okay, wenn es nicht gerade regnet. Hier hatte sich nichts verändert, seit ich es vor Wochen verlassen hatte. Ich verschob meinen Wunsch, mich erst einmal zu setzen, und beschloss gleich, mein Versprechen Olga gegenüber einzulösen. Ich ging zu ihr. Ich ließ meine Tür offen und setzte mich neben Olga, die mir einen Stuhl hingestellt hatte und auch gleich einen Tee rüberschob, britisch, wie ich ihn liebe. Earl Grey mit etwas Zucker und Sahne.
Olga lächelte mich an. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich vermisst. Ja, sehr sogar. Nachdem Eddie seine Emona kennengelernt hat, hat er mich kaum noch beachtet. Zum Glück sind nun 2 Fälle eingegangen und er ist jetzt wieder bei der Arbeit, wenn auch immer noch sehr abgelenkt und zeitweise etwas verwirrt scheint. Das hast du ja heute mit den Anrufen mitbekommen. Emona? Welch ungewöhnlicher Name. Klingt hübsch. Ja, das ist sie, ohne Zweifel. Sie stammt wohl aus Kroatien. Eddie ist ja nicht sehr gesprächig, aber das habe ich mitbekommen. Ich gönne sie ihm ja von Herzen, aber bin froh, dass hier nun wieder etwas los ist. Der Sommer war ja wie ausgetrocknet, jedenfalls hier im Büro. Draußen war es ja eher ungewöhnlich feucht, so dass man eher von einem verregneten Sommer sprechen muss. Das soll ja alles wegen des Klimawandels so sein. Sie schob mir nun den Brief rüber und ich las deutlich in großen Buchstaben Hilfe. Da stand nicht mehr nur Hi. Olga schmunzelte wissend zu mir rüber. Ich habe mir gedacht, wenn da etwas auf dem Brief steht, was nicht hingehört, könnte noch mehr darauf sein. Und ich hatte, wie ich hier einmal erwähnen möchte, wie immer recht. Jemand muss auf diesen Brief einen heimlichen Hilferuf abgefasst haben, vermutlich mit Zitronensaft in der Hoffnung, dass wir es nicht übersehen würden. Naja, das war wohl auch zu viel Fernsehkrimi-Wissen. Aber es gibt keine Zufälle, und so hat Ringelschwänzchen uns auf die Spur gebracht. Ich überflog kurz den Brief und blätterte die folgenden Seiten durch. Eine Entführung. Das ist ja mal wirklich etwas Spannendes. Und wir sollen helfen. Ja klar. Die Entführer hatten schon mitgeteilt, keine Polizei. Was sollte der arme Mann, ja, um einen Mann handelte es sich, dessen Frau offenbar entführt worden war, da anderes machen, um sich Hilfe zu verschaffen, als sich nun an uns zu wenden? Ich schaute auf und in Olgas wasserhelle Augen. »Du hast schon alles gelesen?« Ja, natürlich. Ich habe dir auch schon Karten der betreffenden Adressen ausgedruckt und ein paar zusätzliche Informationen rausgesucht. Die Frau ist offenbar eine bekannte, unabhängige Journalistin, vermutlich konspirativ unterwegs und in der alternativen Szene bekannt. Olga schob mir einige Papiere rüber. Heute wieder gleich um 8? Etwas abgelenkt von den Informationen nickte ich, dann mich zusammenreißend. Ja, natürlich. Ich werde niemals unser Montagsdate ausfallen lassen. Ich war ja nun schon sehr lange nicht in der Stadt. Da gibt es einiges nachzuholen. Also, Date, sagte Olga und schob mich Richtung meines Büros. Ich stand auf. Danke. Und ging hinter mir die Tür schließend mit den Akten und der halben Tasse Tee in mein Büro. Ich ließ mich in den sehr bequemen Sessel nieder und drehte mich mit ihm einmal um meine Achse. Alles war wie immer, aber sicher hatte Olga ab und zu den Staub der Zeit beiseite gewischt, und so sah es vertraut, aber auch super sauber aus. Mein Schreibtisch war leer, bis auf den gerade hingelegten Laptop. Der Aktenschrank neben dem verschlossenen Fenster war verriegelt. Die Blätter der Grünlilie hingen von oben herab. Der schwere, dunkle Vorhang, der das Fenster nahezu komplett verdunkeln konnte und so gut wie keinen Schall nach außen dringen ließ, war sauber zur Seite geschoben, so dass ich durch das Fenster einen Blick auf den Hof werfen konnte. So richtig hell würde es heute nicht mehr werden. Der Herbst zeigte seine dunkle Seite. Kapitel 5 – Der zweite Fall. Ich stand auf, nahm die Schreibtischlampe aus dem Regal hinter mir und stellte sie auf den Tisch. Dann steckte ich das Kabel in die Steckdose. Kurz entschlossen schaltete ich sie ein und rückte den Stuhl näher an den Tisch, öffnete nun die Akten. Ich las den Text zweimal gründlich durch und fasste ihn zusammen.
Fritz Herbert Reiners meldete seine Frau als entführt. So weit, so gut. Obwohl der Text recht umfangreich war und angebliche Tathergänge beschrieb, die aber weitgehend unlogisch oder herbeifantasiert waren. Mich verwunderte vor allem die Tatsache, dass die Entführer keine Forderungen stellten, abgesehen davon, die Polizei aus dem Spiel zu lassen. Eine Adresse und Telefonnummer waren vermerkt worden. Ich musste Fritz Herbert Reiners treffen, um mehr in Erfahrung zu bringen. Eine Überwachung der Person oder gar seiner Informationsquellen wie Briefe und Telefon war nicht auszuschließen, da ich die Überwachung durch die Gegenseite vermutete. Ich musste den Kontakt unbemerkt herstellen. Ohne zu zögern wählte ich die bekannte Nummer von Thorsten. Er meldete sich schon nach dem zweiten Klingelton mit: Grüß Gott, Kim, du bist wieder im Büro. Wie recht du doch hast. Ich möchte es kurz machen. Ich brauche wieder deine Hilfe. Was sonst? Zum Essen würdest du mich ja nicht einladen wollen. Ich überhörte den feinen Vorwurf und beschloss, ihn bei Gelegenheit mal mit einer Einladung zu überraschen. Ja, du hast recht. Hast du etwas in der Pipeline? Natürlich, das ist doch mein Job. Wunderbar. Ich brauche einen deiner Botenjungs. Einen, der verschwiegen und sehr zuverlässig ist. Was soll er machen? Natürlich seinen Job. Und Werbung verteilen. So von Briefkasten zu Briefkasten. Nur an den einzelnen Häusern soll er klingeln und die Werbung persönlich übergeben. Und einer Person eine spezielle Nachricht überreichen. Die Straße und die spezielle Adresse teile ich dir per Mail mit und füge das Schreiben gleich mit an. Okay? Das ist ein Klacks. Kein Problem. Du kennst mich ja. Nur heute und vielleicht morgen wird es nichts, aber Mittwoch ist es zu 100% zugestellt. Du bist ein Schatz und hast wieder etwas gut bei mir. Ich legte auf, um gleich darauf noch einmal eine bekannte Nummer zu wählen. Susanne? Ich unterbrach meine Schwester gleich. Ich bin es, Kim, und wollte nur kurz Hallo sagen und mitteilen, dass ich gut gelandet bin und schon im Büro bei der Arbeit bin. Und diesmal ist es wirklich spannend. Dann lass mal James Bond von der Kette, sagte sie lachend und legte auf. Ich stand auf, öffnete die Tür und ging zu Olga, um ihr entsprechende Informationen zukommen zu lassen und um eine weitere Tasse Tee zu bitten. Olga würde die Mail an Thorsten und das Anschreiben an Fritz Herbert verfassen. Sie wusste ja bestens Bescheid. Ich kehrte in mein Büro zurück, ließ jedoch diesmal die Tür offen, da ich ja binnen kurzem Olga mit der Vollzugsmeldung und den Tee erwartete. Nun ließ ich meinen Blick auf die dem Fenster gegenüberliegende Wand fallen. So viele Bilder hingen dort. Bilder von meinen Familien. Ich musste unwillkürlich über meinen eigenen Gedanken schmunzeln. Ja, wer kann schon von sich behaupten, mehr als eine Familie zu haben? Sicher nicht so viele. Sicher würde sich noch ein Platz finden lassen, um 2 oder 3 weitere Bilder von meiner letzten Reise dort dazuzuhängen. Olga brachte mir den Tee und die Kopie der Mail als Ausdruck, den ich kurz überflog und zu der Akte legte. Ich öffnete den Aktenschrank, nahm einen der unzähligen leeren Ordner heraus und heftete die Unterlagen hinein. Mein Tagewerk war für heute vollbracht. Mehr war im Moment nicht zu erledigen. Alles war auf den Weg gebracht. Bevor Thorsten Vollzug meldete oder sich Fritz Herbert meldete, war nichts weiter zu tun. Und so verließ ich nach dem Tee mein Büro. Olga war damit beschäftigt, etwas für Eddie zu tippen und blickte nur kurz auf. Du gehst? Ja, ich möchte vor der Dunkelheit zu Hause ankommen.